Hey, hallo! Schön, dass du eingeschaltet hast. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Ina und hier geht's direkt los mit der Nähanleitung für den Mondschopper. Das sind alle Schnittteile und dieses Teil hier oder diese Teile, das sind nämlich zwei, werden nach Maß zugeschnitten. Alle anderen Teile werden jeweils für außen und innen gleich zugeschnitten, da der Mondschopper eine Wendetasche ist und dementsprechend beide Seiten gleich sind. Hier oben kannst du beim Zuschneiden direkt die Markierung für die Gurtbänder zuschneiden, die die Tasche zusammenhalten, und hier die Markierung einschneiden für die Gurtbänder zum Tragen der Tasche. Wie gesagt, alle Teile habe ich dementsprechend für außen und innen zugeschnitten, wie das auf dem Schnittmuster auch steht. Und dann kommt noch Gurtband dazu und ein Steckschloss. Los geht's! Als erstes werden die seitlichen Taschen an der oberen Kante zweimal 1 cm links auf links gefaltet und gebügelt. Das Ganze bei allen 4 Taschenteilen und dann wird das dort an der Kante aufeinander genäht. Hier also knapp an der unteren Kante einmal entlang steppen. Nun kommen die 4 Taschen auf die jeweils 4 Seitenteile. Und zwar die linke Seite von der Tasche auf die rechte Seite von dem Stoffteil. Die untere Kante liegt bündig und die Seiten sind ebenfalls bündig. Und das mit ein paar Klammern fixieren. Die Taschen werden jetzt jeweils an den Seiten schon mal auf das Seitenteil aufgenäht. Füßchen breit, Anfang und Ende der Naht verriegeln. Nun kommen die Seitenteile an Vorder- und Rückseite, dafür einen der Stoffe nehmen, vor sich hinlegen und die Seitenkanten bündig rechts auf rechts festklammern. An der Stelle wird nicht bis nach unten genäht, sondern 1 cm vor Ende wird die Naht verriegelt. Dafür eine Markierung machen, 1 cm von der unteren Kante. Das mache ich hier einfach mit einem Bleistift, damit ich genau die Stelle habe, bis zu der ich dann nähe. Dann wird von oben bis zu der Markierung mit 1 cm Nahtzugabe wird das zusammengenäht. Da ist die Markierung, also den letzten Stich in die Markierung machen, dann ein paar Mal hin und zurück nähen und dann ist die Naht fertig. Der untere Teil muss aufbleiben, damit man dann nachher gut den Boden annähen kann. Und das gleiche auf der anderen Seite. Und dann kommt das andere Teil an die Seitenteile. Die Kanten rechts auf rechts, genauso wie eben, festklammern und die Markierung machen. Das gleiche an der anderen Seite. Und dann wird das ebenfalls dort mit 1 cm Nahtzugabe aufeinander genäht. So sieht das jetzt aus. Es ist quasi ein Ring entstanden, ohne Boden. Und das gleiche mache ich jetzt mit der anderen Tasche. Und dann geht es weiter mit dem Boden. Also das ist der Boden von der Tasche und auf die linke Stoffseite zeichne ich nun Linien ein. 1 cm vom Rand, von allen Kanten, und auf dieser Linie nähe ich gleich den Boden an die Tasche. So kann ich dann genau sehen, wo die Ecke ist, wo die Nadel stecken bleiben muss, um den Taschenboden zu drehen.
Jetzt kommt der Boden rechts auf rechts an den unteren Teil der Tasche und dadurch, dass nicht bis unten genäht ist, kann man die Ecken genau aufeinander legen. Dort beginne ich auch. Ich lege rechts und links erstmal die Ecken aufeinander und klammer das fest und dann klammer ich die längeren Kanten aufeinander. Und dann mache ich das gleiche erstmal auf der anderen langen Seite. Dann lege ich an den kurzen Seiten die Kanten aufeinander und stecke da auch ein paar Klammern hin. Nun wird also der Boden genau auf der Linie an die Tasche genäht. An einer langen Seite beginnen, die Naht verriegeln und die Nadel im Stoff stecken lassen. Die Nahtzugabe ist natürlich 1 cm, das habe ich ja vorhin eingezeichnet. Nun genau bis zu der Ecke nähen und die Nadel da stecken lassen und dann 90 Grad drehen, den Rest der Tasche zur Seite schieben. Ich sehe schon, hinten hängt das Nähfüßchen so runter, deshalb lege ich da mal was unter, damit der Stoff gut transportiert werden kann. Und nun nähe ich bis zur nächsten Ecke, dort wieder 90 Grad drehen und so weiter, bis man wieder am Anfang der Naht angekommen ist. Also man muss den Stoff halt ein bisschen zurechtzuppeln, damit man halt nur die Tasche und den Boden da liegen hat. Hier fehlte mir noch ein Stich, das habe ich gerade gesehen, dass ich da nicht genau auf die Linie komme. Dann lege ich wieder was hinten unter und nähe das Ganze bis zum Ende und dann nochmal über den Anfang der Naht hinweg nähen und die Naht nochmal verriegeln. Und so sieht das dann aus an den Ecken. Und so dann von unten und von innen. Das gleiche mache ich nun mit der anderen Tasche. Und dann geht es weiter mit den Stoffteilen, die so nach Maß zugeschnitten sind, die einmal zur Hälfte links auf links legen und über die Kante bügeln oder streichen und dann die äußeren Kanten zur Mitte legen und das Ganze so zusammenklappen und nochmal drüber bügeln und dann zusammennähen. Ich nähe hier knapp an der Kante die Stoffe aufeinander. Am Ende lasse ich die Nadel im Stoff stecken, nähe das kurze Stück und mache quasi eine Ziernaht auf der anderen Seite. Und dann sind die Teile fertig. Dann werden die Streifen durch die Enden vom Steckschloss geschoben. Nun markiere ich noch die Stelle, die an die Stoffkante kommt. Und zwar ist das 3 cm vom Stoffbruch. Dort stecke ich eine Nadel hin und wie gesagt, das ist dann nachher an der Stoffkante. Die Nahtzugaben vom Boden kann man etwas zurückschneiden, je nachdem wie fest der Stoff ist. Mein Stoff hier ist ziemlich fest und zwar auf beiden Seiten und daher schneide ich die Nahtzugaben etwas zurück. Jetzt eine Tasche wenden, sodass die rechte Seite außen ist. Ich habe hier die
Ecken von dem Boden schon nach außen gedrückt und das Ganze so ein bisschen geformt. Und jetzt kommen die beiden Beutel rechts auf rechts ineinander. Und da stecke ich erstmal oder klammer die Nähte aufeinander. Und die Nahtzugaben von den Taschen lege ich jeweils in die entgegengesetzte Richtung. Und klammer das. Und dann kommen hier die Teile mit dem Steckschloss. Das Steckschloss kommt in die Tasche rein und da, wo die Nadel ist, das kommt an die Stoffkante. Und dann befestige ich das an dieser Stelle und genauso auf der anderen Seite. Jetzt kommen noch die Gurte in die Tasche und zwar lege ich hier erstmal so das Ende vom Gurt in die Tasche und die äußere Kante von dem Gurtband kommt an die Markierung, die wir beim Zuschneiden in den Stoff gemacht haben. Und dann wird das Gurtband dort festgeklammert und der Stoff zwischen dem Gurtband wird mit ein paar Nadeln aufeinander geklammert und das gleiche auf der anderen Seite. Die Enden der Gurtbänder gucken ca. 1 cm aus dem Stoff heraus. Auf einer Seite zwischen den Gurten eine Wendeöffnung markieren. Die Wendeöffnung ist 12 cm groß. Nun, wenn die Tasche von Nadel zu Nadel aufeinander genäht. Die Nahtzugabe ist 1 cm und Anfang und Ende der Naht gut verriegeln. Jetzt wird die Tasche noch auf rechts gewendet. Alles durch die Wendeöffnung auf die andere Seite schieben und dann kann man auch durch die Wendeöffnung vorsichtig, also ich nehme hier auch nicht das spitze Ende von dem Stäbchen zum Ausformen, damit ich nicht aus Versehen durch die Naht steche, sondern ich nehme das etwas flachere Ende und schiebe die Ecken nach außen. Und wenn ich das erledigt habe, dann stecke ich die beiden Beutel ineinander und gehe mit der Tasche zum Bügelbrett. Hier bügele ich jetzt alle Kanten schön flach und an der Wendeöffnung lege ich die Nahtzugabe nach innen und stecke das mit ein paar Nadeln zu und bügele das dann auch flach und anschließend wird das dann nochmal knappkantig abgesteppt. Hier nähe ich nun einmal entlang der Kante. Ich beginne an einem der Seitenteile und knappkantig wird das abgesteppt und dabei wird auch die Wendeöffnung geschlossen. Dann bis zum Anfang der Naht weiternähen und ein paar Stiche darüber hinaus und die Naht verriegeln. Und dann ist der Mondschopper fertig. Und ich glaube schon, dass ich den jetzt hier mit der blauen Seite nach außen eher tragen werde und die gestreifte Seite innen. Aber trotzdem möchte ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr auch keinen Wendeshopper nutzen wollt, die Innentaschen mitzunähen, weil es einfach super praktisch ist zum Verstauen. Man findet seine Sachen schnell, wenn man das Handy zum Beispiel da rein tut oder so. Also ich würde auf jeden Fall auch die inneren Taschen immer mitnähen. Und jetzt habe ich ihn nochmal gewendet. Die Seite ist auch schön, aber ich glaube, die blaue Seite gefällt mir einfach besser. Das ist jetzt das Original und es gibt aber noch Varianten vom Mondschopper und zwar ist dabei auch noch ein Schnittteil, mit dem man den Mondschopper Patchwork nähen kann. Das habe ich hier aus alten Jeans gemacht. Dafür ist dieses Schnittteil
im Schnittmuster dabei. Das wird dann einfach 8-mal zugeschnitten. Zeige ich gleich noch ganz kurz, wie das aneinander genäht wird. Aber vorher möchte ich euch noch eine weitere Variante zeigen. Und zwar kann man den Moonchopper dann auch crossover tragen, wenn man einfach 2 Steckschlösser nimmt und sich einen langen Gurt noch dazu näht. Den kann man dann immer mitnehmen und den crossover tragen. Das ist doch manchmal sehr praktisch, wenn man dann die Hände komplett frei haben möchte, hängt man sich die Tasche einfach um. Jetzt geht es eben zum Patchwork Moonchopper und zwar, wie ich vorhin schon sagte, für Vorder- und Rückseite die Teile jeweils 4-mal zuschneiden und dann rechts auf rechts aufeinander stecken und anschließend mit 1 cm Nahtzugabe nähen. Nun werden die ganzen Teile aufeinander genäht. Die Nahtzugabe ist 1 cm. Anschließend die Nahtzugaben nach unten bügeln und dann werden die knappkantig abgesteppt. Und dann sind Vorder- und Rückseite der Tasche fertig und die Tasche wird dann genauso zusammengenäht, wie das vorhin im Video zu sehen war. Und wenn du die Crossover-Variante nähen möchtest, dann brauchst du halt statt einem Steckschloss 2 gleiche Steckschlösser und dann werden die kurzen Teile ganz normal in der Seite mit festgenäht und an das zweite Steckschloss machst du dann einfach einen Gurt in für dich passender Länge. Ich habe hier 1,10 m Gurtbandlänge genommen und schiebe das dann durch den anderen Steckschloss, klappt die Enden ca. 1 cm um und stecke das Ganze aufeinander und nähe das dann mit einem Rechteck fest. Und dann ist das lange Gurtband auf jeden Fall schon mal fertig. Und das andere Gurtband habe ich dann natürlich auch noch da reingesteckt und das Ganze dann zusammengenäht und abgesteppt. Und ich muss sagen, ich mag sie total gern. Ich mag diese Blockstreifenoptik außen und das Futter mit den Herzen, das hatte ich auch schon mal in einer anderen Tasche vernäht, die ich auf Instagram gezeigt habe. Das finde ich ja eh super schön. Und hier sind sie nochmal. Also der Moonchopper Original, dann Patchwork mit Crossover-Gurt. Hier nochmal der Patchwork-Stoff aus Jeans. Den habe ich wirklich schon 2018 genäht und deshalb sieht es auch schon so ein bisschen knautschig aus, weil ich die auch super viel mitgenommen habe und auch immer noch gerne trage. Ich hoffe, mein Schnittmuster gefällt dir und freue mich natürlich super, wenn du mir einen Daumen hoch da lässt. Und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, freue ich mich natürlich auch sehr über ein Abo. Jetzt möchte ich noch kurz einmal den Moonchopper aus Kunstleder zeigen, den ich ja vorhin schon mal kurz gezeigt habe. Also das ist ein dünnes, flexibles Kunstleder und hier habe ich einen geteilten Gürtel mit Nieten befestigt als Tragegriff und falls es mal Crossover sein soll, gibt es hier auch noch die Verlängerung. Also aus Kunstleder ist der Moonchopper auch möglich, wenn das Kunstleder nicht zu fest ist. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sag mal bis bald.